Als sie war schaftig hier in Junemat zijn, jemand zei zu mir, dass vorige zondag de boodschap weer een beetje depressing was. Een beetje bedreckend. En zo en dan war ich erst zu start, nicht? Und wenn wir denken, dass ohne Jesus sind wir bloß einfach tot. Wir sind verloren. Aber das ist so wichtig, dass wir das leben und dass wir das annehmen. Und ich versuche in vier Sonntag zu sagen, dass es halt sich schrecklich wird, von feiner Mensch du bist. Ohne Jesus bist du tot. Und so von der aus der andere Seite von der Botschaft. Und ich freue mich da auch, mir wird so erscheinen von Gott seine Gnade reden, von Gott seine Lösungsplan. Das ist eine von den wichtigsten Botschaften, die jemals waren hier. Nicht wenn ich predigen da. Aber wenn ihr diese Botschaft in dein Hort zu holen kriegen, in Glauben kann, da wird dein Leben verändern. Und so, wenn wir denken an, ich sehe in vier Sonntag, dass wir als Menschen, wir sind in Feuerstauben gewasst, sind wir von der Erde geworden da sind. Der erste Staub, dort wir der gerade Staub. Und ich meine, der Gordon Eiden, der schuldfreie Staub. Das ist der erste Staub. Und so da wir vollkommen als Menschen, dann versinnen wir uns, oder man einfach fallenden Sinn, und dort leider uns in den gefallenen Staub nennen. Und in den gefallenen Staub sind wir verloren, keiner Wort von den feinen Menschen wir sind. Und da versuche ich gestern, sind auch klar zu merken, dass in den gefallenen Seed, tja, wir Lebenszeit gute Dinge tun und danach auf ewig verloren sind. Und darum haben wir glauben, wenn wir haben uns falsch machen ein bisschen glauben, dass wenn wir gut genug Menschen sind, dann nur feine Dinge können tun, dann irgendwie wird Gott uns annehmen. Und wird nicht. Und dann will ich Ihnen so klar sagen, dass ihr niemals für jeden wollt. Wird ihr nicht annehmen. Because sie sind Sünder, sie sind gefallen, sie sind tot, sie sind getrennt von Gott. Und du hast nichts, was du damit tun kannst, das aus an Jesus leben. Der dritte Staub ist der gerade Staub. Gott will uns nicht in den gefallenen Staub looten und so herraten. Und du will ich von davon reden. Wer bist du in Christus? Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen können. Und wenn wir in den gerade Staub sind, dann haben wir das Leben die Hoffnung, dass wir ein Tag wie Gott sind. Und so Rajcht Lawen, Rajcht Leben. Und ich bin sehr überzeugt, dass wenn wir Rajcht leben über Gott und über seine Gnade und wo Gott schafft und wohin die geraten hat und wer du in Christus bist, dort lehrt uns nun leben. Ich weiß, dass some Menschen wollen sagen über diese Botschaft, okay, wenn du dort essen, wir sind durch genug geraten und so, Gott checkt nicht so sehr, wer du bist, er checkt, in wem du bist. Und wenn du dort essen, dann können wir so leben, als wir wollen. Und ich weiß, dass das, was Menschen sagen, über Gnade. Aber weißt du, wenn du dort denkst, dann muss ich dir sagen, dass du bist noch niemals wahrer geboren, du bist gleich ohne Gott seine Gnade. Because wenn wir das einmal verstehen können, wer wir in Christus sind, was Jesus von uns getan hat, und wo Gott uns ancheckt, wenn wir in Jesus sind, wir wollen Lebenszeit aus Dankbarkeit für Jesus leben. Rajcht Gleewen. Leiden und Rajcht Leben. So, ich will von dir ein bisschen vertellen, wer wir sind in Christus. Na, das ist der Schlüssel für die Dinge, was ich Ihnen vorsagen, ist in Christus. Das ist nicht, wer du bist in die Salz. Das ist auch nicht mal, wo du die sitzt. Das ist nicht mal, wo du lebst. Das ist, wer du bist. Wer Gott sagt, dass du bist. Wenn wir in Christus sind. Na, ich sehe zu meiner Frau, mir fehlen von der 3 Stunden. Und das ist really nicht so, mir fehlen 5 Stunden. Das ist, was mir fehlt. Und ich wünsche, ich kann hier 5 Stunden noch reisen. Tim, der Timer mal wirklich, wenn du sagst, some Timers, was ich von der vielleicht ein bisschen antasten, wo du mal Deiper fehlt, zu graben. Und so, aber das ist ein bisschen so, ewig gecheckt, ich sehe den vier Sonntag, dass diese beiden Botschaften, das ist meine Theologie, das ist, was ich glaube, wenn die nicht mit das Stammen, die nicht mit das Leben kennen, dann nehmt uns nicht an. Because das werde ich sehen, das wo ich will predigen, wenn ich hier in dieser Zeug sehe. Und ich will das ganz von meinem Hort predigen. Ich habe in der Bibelschule das verreicht, einmal die ersten Jahre Studenten, ich sage immer, ich will ihn brainwashen. Das hört sich ein bisschen negativ, aber ich wünsche, ich könnte das so anprägen, dass die das niemals vor dem Leben würden verjähren, wer sie in Christus sind. Ich sehe mich so überzeugt, wenn unsere Menschen, unsere Studenten von der Bibelschule kommen, wenn die durch den Weg fahren mit der Sicherheit, dass in Jesus sie ich angenommen, die fahren veränderten Haus. Und die wollen sicher erleben. Und die wollen für Jesus leben. Und so ist es auch mit dieser Zeug.
Und so, weet je, dit is een thema, wo wir levenstijd worden van reden. En voor de eeuwige tijd van mijn leven wil ik aan dit predigen en aan dit leren. En ik wil met jullie op als kerk en dit wissen, dat we het klaar krijgen, wer zijn we in Jezus, wo check Gott in ons naam. En dan uit den Glauben einfach mal really für Gott gaan schaffen. Und nicht immer in Verdammnis leben, nicht immer leben, dass, oh, nu habe ich mich war versündigt, nu gleich Gott mich war nicht, und so weiter. Und so, ich will von dir some Dinge sagen, some von den Dingen, was ich will sagen, die wollte ich vielleicht ein bisschen schocken. Und ich dauere mit Fleet, because ich will nicht sozusagen rütgrühlen, nicht der steht, wo ich bin sind. Und so, von der soll ihr nicht schlucken. Und wenn entweder bei sie die anschlappt, dann knallt ihn in der Raben mit dem Albe und sagt, der redet die, warte mal ab. Von der rede ich zu jünd. Und so werden wir nicht anschlucken von der. Das ist, ich sage, eine sehr, sehr wichtige Botschaft. In Epheser 2, Vers 6, da sagt Paulus das dit. Er sagt, Gott hat uns mit Christus Jesus, na morgen den Satz, in Christus Jesus. Weißt du, ich würde gleich, wenn jemand würden ein Bibelstudium tun, und von der ersten Tag mit Computers und so weiter, ich kann das so leicht tun. Dort muss ich einen Computer nehmen, und wenn du eine Bibelbahn hast und die kann in der Bibel sehen, dann dort mal den Satz in Christus, in Arm, in den geläuften einzelnen Satz steht, und seid mal, wo viel Vers im Neuen Testament sind von in Christus. Dort ist unsere Lösung. Wenn wir dort nicht verstehen können, dann müssen wir rein alles. Aber das ist in Christus. So ich sage, Gott hat uns mit Christus Jesus Taub abgeweicht. Wir werden dort in den Sinn, okay? Dort wo ich viel Sinn davon rede. Und so Jesus hat uns abgeweicht und mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben in Christus. Und so Gott schickt von der Ohren anzunehmen, dass ich und du, was in Christus sind, wir satten all mit Jesus Taub im Himmel. Das ist, was Gott an die Not schickt. Und so er sagt in Titus 3, Vers 5, wir werden dadurch nie geboren, dass er uns wasch und durch den Heiligen Geist nie das Leben gibt. Und so damit wir verstehen, wenn wir in Christus sind, dann hat der Heilige Geist uns nie das Leben gegeben. Hörst mal, was er sagt in 1. Korinther 12. Er sagt 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind alle durch ein Geist in ein Körper gedeupt, auf Juden oder Griechen, auf Gloowen oder Free, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Und so, wenn wir in ein Körper getauft sind, durch den Heiligen Geist, dort ist Jesus Christus sein Körper, dort ist die Gemeinde, dort sind die Gläubigen, dort ist ihr, dort ist, was die Bibel meint, wenn es sagt, in Christus. Du bist durch den Heiligen Geist, wenn du an Gott läufst, wenn du an Jesus läufst, als Diener Leute, du bist durch den Heiligen Geist in Christus getauft. Und so, du bist in Christus, als einer, was an Jesus läuft. Aber ich will dir noch einmal was sagen, wenn du von dir hier bist und du glaubst nicht an Jesus, aber du bist ein feiner Mensch, dann bist du im Wahrheit in der ewigen Verdammnis. Und dort kommt ihr vielleicht ein bisschen Dries für. Somebody sieht mich für ihr Werk, ich habe nur Dries geredet. Und ich wünsche, ich kann so Dries reden, zum ihr rütgrühlen in den Staub. Na, wir denken vielleicht mal, also wir wollen, oder wir machen beschuldigen Prediger, dass die versuchen, Menschen in der Halle rütgrühlen. Ich würde nicht lieber in der Halle rütgrühlen, als in der Luten hängen. Aber ich wünsche, wir können im Glauben an Jesus. Aber wir sind in Christus, wenn wir Gott seine Kinder sind. Und so, ich will noch einen Epheserbrief gehen von dir. Und da sagt Gott some Dinge von dir, die nicht so sind von dir. Gott sagt some Dinge von dir, die nicht so sind von dir. Na, Gott lehnen, na vergebeken und mich schmieden, blieb mit mir, und ich will Ihnen erklären, was ich mit das meine. In Epheser 1, Vers 3, da sagt Paulus das steht, die Schrift der Ephesische Kirche. Er sagt, uns Herr Jesus Christus sein Gott, also das kommt von Gott, das ist der Lösungsplan, der kommt von Gott, das ist nicht meiner, das ist nicht Lebenswasser, das ist nicht eine andere Kirche, das ist Gott seine. Und so uns Herr Jesus Christus sein Gott und Vater soll dafür gelobt werden, dass er uns als Himmelsbürger, wir sind in Christus, wir sind Himmelsbürger, wir sind Citizens of Heaven. Und dann sagt er, all die jährlichen Segnungen geschenkt hat in Christus. Und so was sind diese jährlichen Segnungen? Das will ich von der Wahl von reden. Er sagt, wir haben alle jährlichen Segnungen gekriegt in Christus. Und dann ist es wichtig, dass wir dort verstehen, dass wir sind in Christus. Und wenn ihr in Christus meint, du läufst an Arm, du verlässt dich am Arm, du hängst am Arm, du leist dich in sein Baden, deine ganze Gewicht, die liegt ab Jesus. Wir sind in Christus, wir glauben an ihn, von uns Hort. So, hier ist der erste Punkt.
In Christus nennt Gott Dinge, die nicht sind, so wann die sind. Dann lass mich das noch einmal sagen. In Christus nennt Gott Dinge, die nicht sind, so wann die sind. Vers 4. Er sagt es dit. Wils euer hij de Welt in Grund leed, hat hij uns bestimmt in Christus, moitje dort, immer waren in Christus. Das wurde Wort als, wenn du nicht in Christus bist, dann ist das nicht Wort von dir. Und so in Christus sind, nu habe ich wieder gesagt, heilige, unschuldige Kinder zusammen. Na, das wird unschuldig, dort brückt wie verkehrte Menschen sein, sie sind nicht ganz klug. Das ist nicht, was die Bibel meint mit das. Die Bibel meint von das, du bist schuldfrei, du bist sündenfrei. Deine Sünden sind weich. Du stehst für einen heiligen Gott 100% gerecht und ungenommen, wenn du in Jesus bist. Du bist schuldfrei für Gott. Und weißt du, viele Menschen, wo ich mit zu tun habe, wo wir mit vertalen, und immer waren, fingen wir aus, dass Menschen, die haben nicht klar, dass sie sind ungenommen für Gott. Heilsgewissheit, das ist ein großes Problem, was wir haben. Und wir haben gelehrt, viele von uns von klein an, dass wir können nicht weiter, dass wir der Lösung haben. Und so dort mal an uns nennt zu prägen, das ist meist nicht möglich. Ich habe mal gesagt zu meinen Studenten, ich wünschte, ich hätte einen Schrauben am Kopf, wo ich mit einem Schraubendreher können anstellen. So ist wie ich habe einen Ola Carburetor da, nicht? Aber das alle computerized von der schon da. Die macht wir Special Tools hat zum das tun. Aber manche Worte sagt, die sind heilig und unschuldig, die sind heilig und schuldfrei. Gott nennt die something, was du nicht bist. Wer von uns vollkommen? Ich sage keine Hein. Wer von uns merkt noch mal Fehler? Wer von uns, weil even als Gott sie nicht hinge, wir haben eine rechte Einstellung. Und so, ich habe mich so viel genommen, ich will mich nicht mehr äußern, nu muss ich mich wieder äußern. In verschiedenste Dinge. Wir als Gott sie nicht hinge, sind nicht vollkommen. Wir sind nicht schuldfrei, wir sind nicht sinnfrei. Und so Gott nennt dich something, was du nicht bist. Lass mich erklären, wo das schafft. Wenn wir mal von Abraham. Paulus braucht immer wieder Abraham zum sagen, wo ein Mensch durch Glauben gerecht wird. So dann sagt er das in Römer 4, Vers 17. So ist das geschrieben steht, ich habe die in Fuder über viel Völker gemerkt. Na, morgen den Satz, Gott sagt zu Abraham, ich habe die in Fuder gemerkt über viel Völker. Nu höre ich, was er wieder sagt. In die Jenwut von Gott, das ist es, wie Gott ist. Wie Abraham wird es so, aber wie Gott wird. Und dann Gott sagt es von Abraham. So, in den du leist, in die Daut, dort leben darf, nu höre ich, was er sagt, und dort für ein Tag bringt, was noch nicht durch ist. Weißt du, was die englische Bibel da sagt? Ich gleich einmal die englische Bibel besser als die Plottische. Aber das sagt es dit. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they do. So, wir wollen mit Abraham mitgehen. Abraham hat noch einen Coffeeshop. Na, ich weiß, die haben nicht Tim Hortons zu der Zeit, aber wir wollen uns feststellen. Wir gehen nach La Huerta für einen Kaffee und so. Manchmal Männer treffen sich bei La Huerta taub, trinken Kaffee, nicht? Ein bisschen ältere Männer sind retired und du ein bisschen spazieren so wieder, dort gleich wir. So nicht kennt Abraham da mit seinem Gunstock, kennt er den Nähe schlart. Und sagt sich, du wie in der Stuhl. Und so ein paar Männer, was Abraham nicht kann. Und dann fragt einer, so wer bist du? Oh, sag ich Abraham, mein Name ist Abraham und ich sehe die Führer von vielen Völkern. Oh, really? So, ihr habt eine große Familie? Well, no, wir haben nicht. Na, wie viele Kinder habt ihr? Na, wir haben keine. Na, wie alt bist du? Na, ich bin 100 Jahre alt. Und deine Frau, die ist 90. So, lass mich das mal recht verstehen. Du bist alt, je hast keine Kinder und du bist der Führer von vielen Völkern. Ja. Na, wo schafft dort? Na, Gott sieht, dass es dort wir. Ihr Schwester, Gott sieht, dass es dort wir. Kann ihr verstehen, was ich versuche zu sagen? Und so Abraham nimmt seinen Gunstock und sagt, das zieht mir der Schluck der Höllen, er schlägt durch den Haus. Und weißt du, die Männer, die ihm heranchecken, die sagen, was ist schön, dass Abraham auch Alzheimer's hat.
Weet je wat? Je lachen erover. Want ik van jou wordt naar La Huerta gaan. En ik word door met een groep mannen mee doel zetten, wat mij niet kan. En vielleicht zijn wat mij kan, dan wordt het nog hooger zijn. En zo, de ene wordt mij vragen, wer bist du? Ik wil zeggen, ik zie John Wall en ik zie heilig en schuldvrij. Oh, really? So, du merkst keine Fehler im Leben. Ja, ik weet van jou nog wat het al is, mijn mamtje. So, okay, laat me dat maar recht verstaan. Du das auch rechte Dinge, aber du bist heilig und schuldfrei. Ja. Und so, ich gehe nach Hause und die andere kijkt mich hier an und dort kann man sagen, ja, ich weiß schon. Like, mit den Wahl, mit den zit er. Kan je verstaan wat Gott sagt? Du bist Gott vollkommen. Du bist Gott heilig. Du bist Gott schuldfrei. Du hast allerhand Dinge, wat aardig zijn in die leven, een aardige Einstellung fertig. En we zijn Gott sinnlos, we zijn Gott reich. Aber Lied, dat wat Gott die naht in Christus. Dat is wo het zo is. Niet wenn we zo leven wollen. We kijken fertig naar ons leven en we zeggen, dit is Gott zo. Dat is nog een andere vers wat we hebben, wo Paulus schrijft aan de Korinther, hij zegt dat für die, wat in Christus sind, du hast alles nie geworden. Dat alles vergehen, ist het alle nie geworden. En weet je, we kijken naar de vers en we zeggen, dat is bloß lang nicht so in mijn leven. Wenn ich sehe euch in alles nie, ich kann haben eine rotten Attitude und so weiter und so. Du sind noch some Dinge auch in mein Leben. Und ich kämpfe mit Dingen. Weißt du, ich kämpfe nicht mit Sinn. Einmal das fällt mich bekehrt. So wo kann das so sein, dass alles nie ist? Gott nennt die Dinge, die nicht sind, als wenn die sind in Christus. Und weißt du, Lied, wenn wir dort einmal verstehen können, dass Gott sagt zu Abraham, du bist der Führer von vielen Völkern, als Abraham alt wird, sein Körper wird verbrückt, Sarah wird verbrückt, die Zeit von Kindern haben wir lang vorbei. Und Abraham sagt hier in Coffeeshop und sagt, ich bin der Führer von vielen Völkern. Und mir das ganz dumm im Kopf. Aber er bleibt dort, because Gott hat gesagt, hör mal, was er sagt. In Römer 4, Vers 18. Abraham hoopt noch, als al niks te hopen wir. Hörst du mal, Lied? Abraham hoopt noch, als niks te hopen wir. Dat wir alle vorbei für Abraham. Und so Abraham schlaart ein Haus mit seinem Gunstock. Können wir auf und gehen, 100 Jahre alt. Und so Abraham hoopt noch, als al niks te hopen wir, dass er noch ein Fuder über viel Feld geworden wird, so ist haben wir gesagt worden. Und weißt ihr, was die Bibel sagt? Gott rechnet Abraham dort aus Gerechtigkeit, dass Abraham dort lebt. Und weißt du, du sage ich, Rajcht Gleewen lädt nur Rajcht Leben. Wenn du einmal kannst glauben, was Gott von dir sagt, in Christus, even wenn du nicht nur sitzt, even wenn du in dein Leben dort anders fängst, und du sitzt, du kämpfst mit Dingen, und du bist lang nicht vollkommen, und so wieder, aber Gott sagt, du bist. Gott sagt, du bist heilig, du bist vollkommen, du bist schuldfrei. Und so Gott nennt die Dinge, die du nicht sind, als wenn die sind in Christus. Weißt du, wohin hat das? Und das ist der Schlüssel. Weißt du, wohin das ist? Because in Christus hast du Jesus in die Gerechtigkeit. Das ist, wohin das so ist. Nicht wegen die. Ich vertelle in Fähigkeit die Geschichte von Barabbas und Jesus, nicht? Und so, wo Barabbas, Pilatus dachte, er würde den ersten Criminal mal über den holen, dann würden die Juden sagen, dann wäre lieber Jesus. Aber sie dachten nicht. Sie sagen, wie wollen Barabbas. Und weißt du, wohin Barabbas kann losgehen? Because Jesus nimmt den sein Verbrechen, den mit Daut und Kjriets. Das ist, was Jesus für dich. Du bist ein Barabbas. Und so, in Christus, Lied, in Christus, nennt Gott die heilig und unschuldig. Ich bringe einmal das Beispiel von einem befriedeten Leben. Der 22. Mai und 1983 hatte ich die meisten von uns noch nicht geboren. Aber dann befrieden meine Frühe und ich uns. Wir sind ja ein paar 30 Jahre befriedet. Und so, von da an wieder, weil wir sagen, dort passiert hier so steht so. Wir gingen in die Kirche aus jungen Mial und wir gingen raus aus dem Polit und wir lebten aus dem Polit. Wir fuhren top Wasch, keiner kann Sängerin sein, was von der Sinn, wir nu wurden begonnen und so wieder, wie wir nur Lied geworden. Dort wird dort passiert. Und so, das ist unsere Stellung, okay? Das ist unsere Stellung, das ist our position. Wir sind Lied, aber von dem Tag an habe ich gelehrt, so das Lied zu leben.
En wie doen nog helemaal? We zijn nog helemaal niet volkomen. En we leren nog helemaal. We zijn nu al 30 jaar bevrijd, een paar 30, en we leren nog helemaal. Maar dit wat hier passiert, is nog helemaal zo, even wanneer ik me ook oorja over mijn vrouw. En so dat is het schafft in onze stellung in Christus. We moeten het verstaan, dat we een stellung in Christus. En die stellung in Christus, die likt zich eenmaal niet met ons leven. Nou bitte, dat niet gewacht kunnen zijn, dat houdt zich dan licht waar we leven. Dat is nog een thema waarin ik zei, mir fehlen 15 nu, because de Bibel zegt, wenn du in Jesus bist, dann bist du zu Sinn gestorben. Dann lebst du nicht mehr in Sinn. Und so, aber wenn wir in Rajcht Gleewen haben, dann können wir für Jesus leben. Und so, wenn wir in Christus sind, dann nennt Gott die heilig und schuldfrei. Nicht, wenn du bist, aber wenn Jesus ist. Jesus ist. Und du bist in Jesus. In Jesus Christus, das ist deine Leser. Wenn du wirst vor Gott stehen, dann handelt es sich dort um Jesus, nicht um dich. Nehmt das an, Lied. Gleift das mal in dein Hart, dass wenn die vor Gott kommen, dort handelt es sich nicht um deine Sinn, dort handelt es sich um Jesus dort. Hij ist für dich gestorben. Hij hat dein Leben genommen. Hij hat deine Sinn genommen. Hij hat dort an Kjriets gedrückt. Dort handelt sich alle um Jesus. Ich gleich in der Bibel soll Hebräerbrief zu unterrichten, because im Hebräerbrief, da wird Jesus immer gerade durchgestellt. Und so, Jesus Christus, das ist über alles. Heiß an sein Leser. So, der zweite Ding, was Gott sagt in Epheser 1, Vers 5. Er sagt es dort, in Christus bist du Gott sein Kind. Wils Gott uns gut wie hat er das so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eine Kinder. Und welche Lied, wenn wir das leben können? Und viele von uns, wir haben zu holen, wir sind abgewaschen mit einem Dollar Gott, wir sind abgewaschen mit einem Gott, der bloß lügt, er wird uns strufen, bloß lügt, du wirst einen Fehler merken, und dann wirst du kriegen. Weißt du, mit was von Gott du bist abgewaschen? Und Gott wird den Verlorenen sehen und gehen ran und das ganz geradste Fass für den, was du dir denken kannst. Wir sind Gott seine Kinder. Und welche Gott läuft die? Und so du nicht an diese non-Kinder, oh, ich armer Sünder. No, du bist ein Kind Gottes. Du bist Gott sein Kind, der Schöpfer von Himmel und Erde. Der nennt die mein Kind. Und er jaft alles für die, sein eigenes Leben. Der dritte Ding, was Paulus hier sagt, in Christus sind wir angenommen. Vers 6, er sagt, nicht können wir nicht anders als seine große Gnade loben, durch die er uns hat angenehm gemerkt in Christus. Na, weißt ihr, Lied, wir wollen alle angenommen sein. Wir gleichen, wenn Menschen uns annehmen. Wir wollen nicht zur Sieg geschoben werden. Ein von den größten Videos in einem menschlichen Leben ist, wenn Menschen, was die sollen annehmen, die zur Sieg schieben. Das passiert einmal in der Familie, wo Familie uns zur Sieg schieben hat. Wo Familie sagt, mit denen sie nicht taub. Und so wie waren das immer wieder an, in der Bibelschule, wenn wir da viele Studenten haben, wo wichtig ist, das ist, das wird angenommen von uns als Lehrer, auch sei unser Sieg, wir wollen angenommen sein. Die wollen auch. Jeder einer von ihnen will angenommen sein. Und welche sehr viele Menschen wundern sich in Lebensraum, grühlen sich für den Tag, wo sie wollen sterben, wenn sie das nicht wirklich glauben, dass Gott hat ihn angenommen. Aber weißt du, in Christus bist du angenommen. In Christus hat Gott die angenehm gemerkt. In Christus kannst du vor Gott kommen und du bist angenommen. Und du brauchst die nicht grühlen. Wenn Gott hat die angenommen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das wirklich verstehen können, dass wir sind angenommen. Weet je, ik zie abgewassen ohne Vater und immer so gefällt, dass mein Vater nimmt mich nicht an, das ist ein 5 Jahre jung, wie dann verleiht die Familie und hat andere Familien und so weiter. Und so, wir fallen uns zu sie geschoben. Aber weet je, bei Gott sind wir angenommen. Und das ist ein Ding, was ich muss lernen in meinem Leben, dass Gott nimmt mich an. Und weet je, wir haben manchmal so, dass wir haben vielleicht unvollkommene Dinge in uns Leben, wir kämpfen mit Dingen, und dann fallen wir uns angenommen und wir kicken durch so dass wir uns Salz annehmen. Und das größte Problem, was Menschen haben, ist, dass sie sich Salz nicht annehmen. Und so dann denken wir, es steht über Gott. Das vierte Ding, was Paulus hier sagt, ist, dass wir sind losgekauft. Durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Na, das ist
Ein gesetzliches Wort, das ist ein legal term, würde wir sagen. Das ist ein Ding, was du bist gesetzlich losgekauft von Gott. Hij hat die gerat, hij hat die losgekauft. Du wirst Fuß. In Kolosser 2,14 sagt er, dass er hat den Record, was jen die stund, like den Schuldzadel, den hat er genommen und Kjriets genäht und hat den durchgestrickt und hat den abgeschrieben, Pagalo, paid in full. Das ist betont. Und so das steht nicht mehr jen die. Und das fünfte Ding, was er sagt, ist, dass in Christus sind unsere Sünden alle vergeben. Vers 8. In uns sind die Sünden vergeben durch die große Gnade, die in uns Leben nennt, und uns die Augen für die Wahrheit aufmerkt. Und weet je, das finden wir vielmal in der Bibel, dass wir in Daut und Sinn, nu sind wir geraten, nu sind wir lebendig, uns sind die Sünden vergeben. Und nu soll ich stolz zu sehr horchen. Because das ist, wo viele Menschen Rajcht Lawen in Christus. Das ist, was viele Menschen glauben. Dass Gott für jeden Sinn klar weiß. Okay? Gott für jeden Sinn klar weiß. Das ist, was das schafft. Ich habe mich bekehrt und so, ich lebe für Gott, aber da sind auch rechte Dinge in mein Leben angekommen. Und so, nu habe ich all keine rechte Einstellung gehabt, ich habe mich geäuert bei der Arbeit, was immer das ist, und so dass ein bisschen ist das abgeklammt. Aber nu sehe ich bei der Kirche, nu habe ich ein bisschen eine strenge Botschaft, okay, nu komme ich nach vorne und ich bekenne mal all meine Sinn. Und so nu hat Gott mich vergeben. Nu fühle ich mich wieder frei. Aber dann von hier wieder, dann klammt das wieder ab. Für was immer wirken, oder der, ich damit lebe. Und dann hier bekenne ich wieder meine Sinn, nu hat Gott mich wieder vergeben. Und dann klammt das wieder ab. Was passiert dazwischen? Und das, wo viele Menschen ihre Seligkeit, ihre Sicherheit in der Seligkeit verlieren, das ist dazwischen. Und so, ich will dir ein klein anderes Bild geben von dir. Ich glaube nicht, dass Gott klarerweise Sünden vergibt. In Christus, na bitte versteht mir recht, wenn wir in Christus sind, und ich will euch etwas sagen, vielleicht wollt ihr das ein bisschen schocken, aber das wird mir nicht viel zurückschmieden. In Christus sind die Sünden alle vergeben. Die Vergangenheit, die Jen wird und die Zukunft. Alle. In Christus sind die Sünden alle vergeben, was du ever im Leben warst begonnen. Lass mich ein bisschen vertellen, was das schafft. Wenn wir mal sagen, das Jacket, das ist Gott seine Vergebung in mein Leben. So, ich komme nach Gott, als ein 18-jähriger Jung, und ich nehme Jesus Christus an. Ich denke noch, das von gestern wir. Und so, ich nehme Jesus an, ich gebe mich am Hand, und Gott vergibt mir all meine Sünden und er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Und dann tragt Gott mir seine Vergebung an. Und von dann wieder ist Gott seine Vergebung mit mir mitgegangen, wo immer ich war. Weißt du, das ist in present tense. Das ist, was wir im Englischen sagen, in present continuous tense. Das ist ein Ding, was hier passiert, aber das ist immer mit dir. Das ist immer mit dir. Tag für Tag. Jeder Tag, wo du lebst, hast Gott seine Vergebung und du sündigst, und hast Gott seine Vergebung durch. Du sündigst, und hast Gott seine Vergebung durch. Aber bloß in Christus. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe so lange in meinem Leben so still gelebt. Ich bekenne meine Sünden hier. Aber dann habe ich mich wieder geäuert und dann dachte ich so, okay, wenn ich nu wieder Daut gekillt, als ich mich geäuert habe und ich habe noch nicht bekannt, dann würde ich dann verloren gehen. Und ich weiß, dass ganz schnell viele von ihnen sind das dort abgewaschen. Und das, wo wir an Gott denken, aber das ist nicht so, dass Gott schafft. Gott schafft Christus mit uns befrieden. Weißt du, meine Früher befrieden uns hier. Und dann trage ich mir das befriedete Jacket an und das ist mit mir mitgegangen. Und ich mache Fehler, aber ich werde befreit. Und ich mache Fehler, aber ich werde befreit. Das ist meine Stellung in Christus. Und so Gott seine Vergebung, das ist ein present continuous tense. Das ist ein Ding, was hier passiert, hier fängt das an, aber dann geht das mit dir. Na, ich weiß das, dass wir haben einen Vers in der Bibel, was wir sehr arg brauchen für. Und das, wo uns Confusion herkommt. In 1. Johannes 1, Vers 9, da sagt es, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns die Sünden und er reinigt uns von allen Anzügen. Wie hat den Vers gebraucht, zum Lehren, dass wenn du nicht bekennst, wird Gott dich nicht vergeben. Weißt du, was der Vers sagt, wenn wir den am Anfang nehmen?
Und weet je, dat is zo leicht für uns, weil in der Bibel ist angedeelt in Kapitel und Versen, und das ist mal nicht so dort geschrieben, aber dort halten uns zum Dinge fing. Aber nu ist die Bibel so dort geschrieben, und was wir nicht tun, die Plack wie hier in Vers, und dort einer, dann stellen wir uns unsere Theologie zu. Weet je wat, ich glaube, was Johannes da lehrt? Wenn wir den Vers in Anfang nehmen, dann sagt er, dass wenn wir in Dienstnis leben, dann sind wir nicht in der Wahrheit, wir leben Gott in Gott. Wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann merken wir Gott in Lehne. Dann sagt er, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann wird er uns vergeben, uns reinigen. Und dann sagt er, dann Vers 10, dass wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann sind wir nicht in Gott. Wir sind Lehne. Und das ist Gott so. Weißt du, was er da sagt? Gerade was ich in Ferienwerk versucht zu lernen. Simon, wie so ein Mensch, wo das nicht tauscht, dass er ein Sünder wird. Und Gott vergibt ihm never. Because er stand das nicht tot. Was ich glaube, was 1. Johannes uns lehrt, ist, dass den Tag, wo du nach Jesus kommst, dann stehst du da tot, du bist ein Sünder. Du stehst da tot, die fehlt in Erlöser. Und dass ohne Gott bist du tot. Und du bist nicht mehr ein feiner Mensch. Du bist ein Mensch verloren und tot am Weg nach Hall. Und du kommst nach Gott und Gott vergibt dir deine Sinn. Aber weißt du Gott? Die Vergebung, und dort bekennen du, das ist so ein continuous tense, das ist so ein present continuous tense. Und so dort habe ich hier dann bekannt, das habe ich mich bekehrt, dann bekenne ich dort, dass ich ein Sünder, mir fehlt das an Erlösung, mir fehlt das an Jesus. Und von dort wieder ist dort immer eine Entscheidung gewesen, was mit mir mit wird. Jeder Tag. Und wenn die Entscheidung immer mit mir mit wird, dann ist die Vergebung auch immer mit mir mit. Und weißt du, wenn ihr dort mal Pfoten kann und glauben in dein Leben, dann wird dein Leben verändert. Wenn viele von uns, wir wandern uns im Leben rum und wir haben einen Fehler gemerkt, und dann fallen wir uns verdammt und wir glauben, Gott leicht uns nicht mehr, wir glauben, Gott hat uns nicht vergeben, und wenn ich in den Zustand wie gestorben, dann will ich bloß verloren gehen. Das ist nicht so. Wenn du in Christus bist, dann sind deine Sünden alle vergeben. Because it's a continuous present tense. Das ist immer mit dir. Die Vergebung. Aber lass mich noch einmal sagen, das ist in Christus. Das ist nicht in deine Gemeinde, das ist nicht in dein Torfas, das ist nicht in deine Kleidung, das ist nicht in deine Familie oder in dein Mennonitentum, das ist in Jesus Christus. Das ist nur nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass du in Christus bist. Und so in Christus sind unsere Sünden vergeben. Na, ich glaube, Sünden bekennen ist wichtig. Aber lass mich Ihnen sagen, wo wir sind. Ich würde Ihnen gleich ein Ding zu lernen. Ich versuche meine Studenten dort zu lernen in der Bibelschule, aber ich sehe nicht so successful mit dort. Ich gerade wollte das Kondom, das ich gerne beibringen. Ich würde gleich, wenn die als Christen, die als Kinder Gottes, wenn die würden abhören, mit Gott prachen, nur Vergebung. Weißt du, wo wir sind? Wenn wir mal sagen, du bist befreit, und du in deine früh gebeten hast, und du prachst Gott, oh, jeff mir mal eine feine Früh, was bei mir beipassen wieder. Was wird deine Früh denken? Wo wird die denken? Die wird die Probleme in Albion und Araben sagen, wer sie ich? Aber weißt du, Gott liegt? Das ist, wie wir Gott prachen für Vergebung. Gott hat die all vergeben. Lehr mal am zu danken, für was dir gegeben hat. Und so das ist, was ich würde leichen, wenn wir lernen können als Gemeinde, als Kirche, als Christen. Ja, wie tun unsere Sünden bekannt? Weißt du, wo wir sind? Weil lass mir ein befriedetes Leben bringen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich meine Früh, und ich kann eine sehr vergebende Früh. Wenn ich meine Früh noch nicht kenne, ich meine, das ist der Beste auf dieser Welt. Und so, die verjagt mich. Viel mehr als ich weiß sie. Und so, wenn wir sagen, meine Früh, die verjagt mich, und ich versinne mich an ihr, aber ich lade das. Sie verjagt mich, aber ich tue mich mit wegtragen von ihr. Und dann sagt wir zu zum Ankerstechen, das ist mit so einer dicke Lauf. Heißt mal belebt, dort will sich nicht so reich spazieren. Dann brauchen wir die Kinder zum sagen, sei Mama, sie soll mal den Schmund verteidigen. Aber ain't so eine Dinge, nicht? Und so, das ist mit so einer dicke Lauf. Heißt mal belebt? Aber ich sind in Betal geworden bei der Arbeit, man arbeitet und die kennen meist nicht, die gehen ein bisschen in den Stich. Und so, ich lade das und das darf mit so einer dicke Lauf zwischen uns. Und so, nächsten Tag, ich war und dort klammt er bloß nach und ich trage mich noch wieder weg. Und ich trage mich noch wieder weg. Und so dort lebe ich. Und schließlich, ich divorce her, ich gehe fort von her, because das schafft nicht mehr. Sie verjagt, aber ich klammt du immer noch. Und ich gehe weg. Das ist, wo wir sollen Sünden bekennen bei Gott.
Nicht wenn heute nicht verjährt, nicht wenn heute der Sinn wird verhält, nicht wenn heute wird eine Haltung schwingen, aber wenn uns Verhältnis mit Gott, das wird ungegeben dadurch. Und so wie man mal den Lauf klar merken zwischen mir und Gott. Und weißt du, wenn ich Leute in meinem Leben Sinn abklampen, oder Dinge, was auch sind, ich habe kein Interesse mehr in der Bibel, ich bete gleich mehr zu Gott, weil wir sind ammerlich. Wir sind ammerlich mit Gott reden. Was ich mal nach Arm komme und sage, you are right and I'm wrong. Und weißt du, Bekan ist bloß einfach sagen, du bist reich und ich bin reich. Bekan meint bloß einfach, ich stimme mit Gott, das was er von mir sagt, das Wort hat. Und ich kann mich versündigt. Aber hier ist der Unterschied. Und es steht, dass wir nach Gott gehen und sagen, oh Gott, ich kann mich hier versündigt, bitte verjährt mich. Dann war wir Gott, ich kann mich hier versündigt, Dankeschön, dass du mich verjährt hast. Soll den Unterschied sein? Und weißt du, wenn wir Gott prachen und denken, was er dir verjährt hat, das meint so viel, wir haben nicht Sicherheit in unserer Lösung. Aber wenn wir können lernen, Gott danken für den, was er uns verjährt hat, dann lernen wir, dass Gott verjährt uns. Und wir danken ihm dafür. Wenn wir sagen, die haben einen Jungen, und den hat er al zondagsmorgens de Schledel verjährt in den Trag. Und die kennt das Marach Warenfrau. Und Tag 2 Waren, Tag 3 Waren. Und schließlich, du fährst einen Doktor mit denen, wenn du es wird auch mit denen. Der hat von Morris und der Schledel in der Fob gehabt, du gibst den als Morris den Trag, und der kennt noch einmal Prachen unter den Schledels. Und so behandeln wir Gott. Er hat das all gesagt, dass in Christus sind die Sinnen verjährt. Hier ab mit am Prachen für Vergebung, lehrt am zu danken, dass er ihn verjährt hat. Und weißt du, wenn wir das glauben können, was er getan hat für uns. So in Christus nennt Gott die heilig und schuldfrei. Nimm das an im Glauben. Das ist gleich so in dein Leben. Ich weiß, dass Gott, du bist gleich vollkommen. Aber das ist, was Gott von dir sagt. Weißt du, wenn Jesus ist heilig und vollkommen. In Christus bist du Gott sein Kind. In Christus bist du angenommen. Wenn du dich auch manchmal selbst verdammt lässt, aber du bist angenommen wie Gott. Und Gott wird nicht gegen dich halten, because Jesus Christus. Ich sage manchmal zu meinen Studenten, dass Jesus auf diese Erde durchgeht und er vortreten in den Himmel. Wo soll muss er da anprachen und fuhren? Lut mich doch weg, lut mich doch please, was er in den Himmel nimmt. Als dort wird er schafft. Weißt du, der Himmel, der wird weit auf für Jesus. Weit auf. Und der ganze Himmel sank. Und der ganze Himmel celebrate. Das war der für die. Der Himmel ist auf. Das sagt, dass der Himmel, der danst für jeder Säule, was Jesus fängt. Weißt du, warum? Because in Christus haben wir eine Lösung. Und so ist Gott Jesus annehmen, so wird er die annehmen, wenn du in Christus bist. Because du hast Jesus in die Gerechtigkeit. Nimm dort mal in dein Hort an und da wird dein Leben verändern. Rajcht Gleewen, Laten, Rajcht Leben. So, wir sind angenommen, wir sind losgekauft, unsere Sünden sind vergeben. Ein von unseren Lehrern spielt der Schule. Und ich war schlitten mit dieser Geschichte. Klar, halt nicht mehr so. Ein von den Lehrern sprach das Beispiel aus und ich dachte, das passt fern in meine Botschaft an. Wenn man sein 150 Jahre trägt, dann stehen da ein paar Männer spazieren in ihrer Familie sind wachgetrocknet, dann sagen sie, würde es nicht fern sein, wenn wir fliehen können, als Menschen zum fliehen und sich Kinder besiegen und so wieder? Ja, sagt der andere, da wird fern sein, aber weißt du Gott hat von uns gemerkt, man unsere zwei Feinde bei ihr, dann wird es, wo wir bleiben. Und wir fliehen nicht. So 150 Jahre Luther. Stehen 2 Männer taub. So was ungefähr 4 Monate. Ob wir fliehen unsere Kinder besiegen. Was hat geändert? In diesen 150 Jahren. Kennen Menschen von der Dollar fliehen ist dann? Die wollten euch ganz schnell, weißt du? Wer von denen hat mal geflohen? Ich meine, bloß einfach du selbst geflohen. Hat mal wer von denen? Aber weißt du, das gibt von den Airplanes. Und wenn du in den Airplane sitzt, und der Airplane fängt an bosig noch zu fahren, und der Wind fährt über die Fläche, das gibt eine Suction, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ein Airplane, der sucht in der Luft an, der Schiff geht in der Luft an. Und so, die sitzen auf den Airplane und die fliegen nach Kanada, die die Kinder besiegen. So, die Feld hängen weg. Weißt du was? Das ist die Scheinfliegen. Ich will mal rüberhopsen. Dann wollte ich mal Salz fliegen. Was passiert, wenn du da rüberhopst? Kannst du verstehen, was ich versuche zu sagen?
Weet je, we zijn dat die airplane, die vliegen, dat is alles zo gebeurt, dat de gravity, dat overkomt, de druk wat die naar eerd praat. En zo in den airplane kannst du fliegen, aber wenn du da rüt habst, dann die was die Blick rauf, gerade dann was er die mit der Hängwerfels. Und so, du stellst dir mal vor, dass du sitzt einer am Airplane und du bist da und der Werfel mit der Häng, was er so kann, um den Airplane in der Luft holen. Wo wirst du von ihnen denken? Hat fehlt ein Hospital zu führen, nicht? Aber weißt du was, Lied? Dort sind viele Menschen ihr Christenleben leben. Wir werfen mit der Hände, so als wir können, um nochmal irgendwie bei Gott angenommen zu sein. Und dort wird ihr mutlos merkt, dort wird ihr bedrängt merkt, und dort wo viele von unseren Problemen herkommen. In Christus bist du in den Airplane. In der Airplane der Pflicht, wenn Jesus fliegt. Aber bloß du bist, kannst du fliegen. Bloß du bist. Wenn du da rüt hast, dann jagst du die Blick rauf. So ist unsere Lösung in Jesus. In Christus sind all diese Dinge so. In Christus bist du heilig, du bist angenommen, deine Sinne sind verjährt, du bist Gott sein Kind, aber bloß in den Airplane. Bloß in den Airplane leben. Und wenn du nicht in Christus bist, dann fliegst du noch einmal nicht. Und so, ich will dir so ein Lied. Ich sehe dir, hier steht wie die wichtigste Botschaft, was ihr hier. Und wenn wir das verstehen können, wer wir sind in Christus, können wir verstehen, was wir für Menschen sind und was wir von der Kirche können tun, wenn wir das bringen, was wirklich in uns Wort holen. Oh Mensch, wie können unsere Welt über Kopf drehen? Wie können unsere Welt für Jesus gewinnen? Wir haben alle Ressourcen, aber das fehlt, dass wir das leben, wer wir in Christus sind. Und so, ich will für ihn beten. Ich weiß, das ist eine Lehre, die mich scheint hier zu predigen. Und ich will das wieder lernen, wenn wir herkommen, wenn ihr nicht mit das stemmen, dann sag ich mir, dann werden wir für Kaffee fahren. Aber das ist so wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind in Christus. Ohne Jesus, dann bist du verloren. Kein Wort von feinen Menschen. Und wenn ihr die Botschaft wir betrecken für die Sendung, aber diese Sendung müssen abheben. In Christus, Lied, in Christus, sei je alles, was der Himmel zu beiden hat, das alles dient in Christus. Because das alles Jesus ist. Himmlischer Vater, ich bete, dass du uns für diese Wort hat lehren. O Herr, praste in uns Herzen an, in uns Verstand, dass wir mal wirklich glauben können, was du für uns getan hast und wer wir in die wirklich sind. Aber help uns zu lehren, Herr, dass das bloß in den Airplane Wort hat. Der das bloß in Christus nicht besiegt, nicht in unsere Gemeinde, nicht in unsere Taufe, nicht in was immer alles wir getan haben, aber in Jesus. Dankeschön, Gott, für das Erlösungspunkt. Merkt das Leben nicht für uns, lehre uns das, help uns das wirklich anzunehmen. In Jesus' Name.